Welcher Tag ist heute? Sonntag natürlich, genauer gesagt der 14. Mai 2023. Wir haben den 13. Tag beim Bau unserer Lego Titanic. Brixi? Wo ist der? Hallo, Brixi. Er weiß doch, dass wir heute drehen. Ja, okay, ich mache schon mal weiter. Ja, im Gegensatz zu dem, was ich beim letzten Video angekündigt hatte, geht es nicht weiter mit den Tüten Nummer 4, um hier vorne im Bug diese kleine Lücke im Rumpf zu schließen. Stattdessen geht es weiter mit den Tüten 41. Ja, es sind Tüten, eine große und darin sind nochmal zwei kleine. Und damit möchte ich hier im Heck erst einmal doch diese viel größere Lücke schließen. Der Hauptgrund ist aber eher dieser, dass auch endlich diese Bullaugen-LED-Steinchen auf beiden Seiten verbaut werden, damit ich dieses lose Kabel endlich los bin. Weiterhin wird dieses Mal auch gleich noch eine weitere LED verbaut oder zumindest verlegt, nämlich hier für den hinteren Mast. Ich habe ja geplant, für den vorderen und den hinteren Mast jeweils oben diese weißen Positionsleuchten auch mit aufzunehmen in meine Titanic, so wie es bei dem Beleuchtungsset Light My Bricks der Fall ist. Und hierfür sind wunderbar geeignet aus meinem eigentlichen Leuchtkit Game of Bricks diese LEDs, die eigentlich dafür gedacht sind, 3 Rettungsboote außerhalb der Titanic quasi im Wasser zu platzieren und diese mit Suchscheinwerfern zu versehen. Ja, die blende ich hier auch mal ein. Ich möchte sie aber auch mal zeigen. Ah, verdammt. Was war das? Brixi? Guten Morgen. Jetzt habe ich... Moment mal. Ich wusste es doch. Du warst das. Damals. Stichwort hier hinten. Ha! Jetzt sind wir quitt. Ja, ich weiß. Ja, du siehst gut aus. Wo war ich? Genau, also wollte ja zeigen, ja, also diese Laserkanonen, Taschenlampen, Megafone, was auch immer, die brauche ich natürlich nicht, aber hier diese LEDs, die in einen solchen klaren runden Einser integriert sind, die sind wunderbar dafür geeignet als weiße Positionsleuchten beim vorderen und beim hinteren Mast. Ja, 2 davon brauche ich, 3 sind da, passt also wunderbar. Na, wieder fit jetzt so langsam? Ja, geht wieder. Scheint ja dann doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Gut, aber schön, dass du jetzt da bist, weil ich habe heute wieder was Experimentelles vor. Also wieder was Komisches. Nein, nichts Komisches. Und dafür, sagen wir mal, muss ich noch was Besonderes vorbereiten. Achtung, halt mal ganz still. So. Okay. Das bin ja ich. Das bin ja ich. Nein, ich. Nein, ich. Hör auf, das Gleiche zu sagen. Was soll das? Lass das. Los, verschwinde. Verschwinde du doch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich war zuerst. Nein, verschwinde. Hau ab. Ich gebe dir ein paar auf die Nase. Hör auf, mich nachzuäffen. Ja, jetzt mal dann. Jetzt mal Ich bin Ruhe. Brixi.
Nein, ich bin Brixi. Ich zähle hier die Ruhe, habe ich Sterne. gesagt. Nein, ich. Das ist mein Job. Ruhe. Nein, meiner. Hau ab. Was willst du hier? Ich war vor dir da. Ich war vor dir da. Was willst du hier? Geht doch. So, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, für die folgende Nahaufnahme, da brauche ich 2 von euch. Du, Brixi, zählst wie immer, das kennst du ja schon, und du, Brixi 2, du zählst rückwärts ausgehend vom heutigen Endwert. Was soll der Sch... Hip. Ruhe. So, du, Brixi, gehst jetzt mal hier nach rechts unten und Brixi 2 hier nach links unten. Na los, hopp, hopp. Die Zuschauer warten, wir wollen anfangen. So. Ihr werdet auch gleich sehen, warum einer von euch hoch, das bist du, Brixi, und einer von euch, Brixi 2, runterzählt. Zunächst aber mal, Brixi, du stellst deine Zahlen wie üblich ein, also einmal die 0 und den Wert vom letzten Mal, 4151. Und du, Brixi 2, stellst ein 209 und 4360. Gut, passt. Dann okay. Los geht's.
Na, das war doch mal was anderes. Etwas verwirrend und komisch. Das war nicht komisch. Seid ihr denn beim Zählen wenigstens gut mitgekommen? Darauf kannst du einlassen. Was auch sonst. Okay, Büchse 2, du kannst dann jetzt auch Feierabend machen und kannst dich gerne zurückziehen. Na, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nur weg von hier. Weg ist er. Aber wie, was? Und du, Brixi, kannst gerne wieder nach oben auf deinen Platz. Woher wusstest du überhaupt, dass er ist? Wir sehen doch vollkommen gleich aus. Wenn man ganz genau hinschaut. Und wie? Der bleibt jetzt? Ja, ich denke schon. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Du bist und bleibst das Original und bist nicht ersetzbar. Ja, wir hatten 209 Steine. Das waren dann jetzt nochmal insgesamt wie viele? 4360. 4360. 4 Stück sind übrig und auch keine große Überraschung. 4 von den Bullaugensteinen, die waren ja beim Beleuchtungsset bei diesen Lichterketten mit dabei. Ja, und das wollen wir dann übrigens jetzt auch mal testen, ob auch noch weiterhin alles funktioniert, ob alle LEDs noch funktionieren. So. Das sieht doch gut aus auf der Backbordseite. Na. Und auch auf der Steuerbordseite alles in Ordnung. Damit ist jetzt aber auch unser Rumpf, unser schwarz-roter Rumpf, so gut wirklich wie fertig. Es sind ja nur noch ein paar kleine Lücken, diese Verbindungsstellen, und hier vorne im Bug noch eine ganz kleine Stelle. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir damit zum letzten Drittel unserer Titanic kommen, zu den Oberdecks, zu den Aufbauten, zu den Masten, den Stahlseilen. Und apropos Masten, wer während der Zeitrafferaufnahme gut hingeschaut hat, wird festgestellt haben, dass ich hier beim hinteren Mast nicht das LED verbaut habe, was ich eigentlich verbauen wollte. Ich habe nämlich dann erst gemerkt, dass diese 3 hier an einer Kette zusammengefasst sind. Bedeutet, dass ich kann hier nur eins davon nutzen. Das werde ich aber beim vorderen Mast einsetzen, weil man dieses kleine Steinchen dann nämlich wunderbar unten am Krähennest festmachen kann. Hier für den hinteren Mast habe ich dann jetzt improvisiert und aus meinem zweiten Beleuchtungsset Brickshine eines dieser Einzel-LEDs verwendet. Und das war hier auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, das jetzt schon zu verlegen, weil, wie man sieht, wäre das jetzt sehr schwierig, das im Nachhinein zu erledigen, ohne wieder alles abzubauen. Wie ich das LED dann oben am Mast festmache, darum kümmere ich mich, wenn es dann soweit ist. Apropos, wenn es soweit ist, ich gehe jetzt erstmal 4 Tage weg in einen kleinen Kurzurlaub. Und was ist mit mir? Was mache ich in der Zeit? Na, du hältst die Stellung hier. Ganz allein? Ja, das bekommst du hin. Da habe ich vollstes Vertrauen zu dir. Okay, na gut. Oder Oder? du kommst mit. Echt? Ja, Ja! Pixie fährt in Urlaub. da freut mich einer. Wo geht's überhaupt hin? 4 Tage an den Bodensee. Ja, Pixie fährt an den Bodensee. Was ist das? Das ist ein großes Gewässer in Deutschland. Okay. Hört sich nach Wasser an. Viel Wasser? So viel wie im Meer? Ja, schon viel Wasser, aber definitiv nicht so viel wie im Meer.
Keine Sorge. Es ist gut jetzt. Ja, aber wir gehen nicht nur in einen Kurzurlaub, wir gehen auch in die Sommerpause. Von Juni bis August, diese 3 Monate, drehen wir keine Videos. Das wird mir hier in meiner Dachwohnung dann doch zu warm. Und mal abgesehen davon, was die Zuschauer draußen ja bisher noch nicht wussten, meine kleine Werft hier, mein Filmstudio, ist in meiner Küche aus Platzmangel. Und damit die Aufnahmen nicht gestört werden, muss ich jedes Mal den Kühlschrank ausschalten. Und das wird mir dann im Hochsommer, wenn hier vielleicht unter Umständen wirklich über 30 Grad sind, doch etwas zu heikel. Mal abgesehen davon gehe ich davon aus, dass unsere Zuschauer im Sommer auch was Besseres, Schöneres zu tun haben, vielleicht auch in Urlaub gehen, anstatt mir hier beim Lego-Bauen zuzuschauen. Aber mir würden sie schon zugucken. Ja, das könnte natürlich sein. Und deswegen gibt es auch am Sonntag, den 4. Juni, ein kleines Extra-Video, ein Special, wenn man so will, mit Brixie im Urlaub am Bodensee. Ui, das heißt, da geht es nur um mich? Ja, im Grunde schon, aber ich komme natürlich auch drin vor. Na gut, das ist okay. Danke, das ist aber sehr großzügig von dir. Ja, außerdem gibt es am Ende des heutigen Videos gleich dann einen Zusammenschnitt, die Highlights aus den letzten 12 Videos. Da bin ich ja mal gespannt. Na, rate mal, wer da wohl überwiegend vorkommt. Okay, dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei allen draußen bedanken, die bisher zugeschaut haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr ab September dann wieder mit dabei seid, um zu sehen, wie es mit der Titanic weitergeht. Und mit mir. Und natürlich auch mit Brixie. Das erste Video nach der Sommerpause gibt es nicht wie sonst immer an einem Mittwoch, dieses Mal dann an einem Sonntag, nämlich den 3. September. Ja, es gibt neue Geschichten natürlich von und mit Brixie und das ein oder andere werde ich dann auch versuchen mit Stop Motion. Das schaue ich mir jetzt den Sommer über mal an und probiere das auch aus. Ich bin mal gespannt. Ui. Dann wünschen wir euch allen da draußen einen tollen Sommer. Bleibt gesund. Da ist ja auch wieder Hasi. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Sag mal, wieso hast du eigentlich schon deinen Koffer bei dir? Es geht erst in ein paar Tagen los. Ich will nur vorbereitet sein, um sicher zu gehen, es nicht zu verpassen. Keine Sorge, du bist auf jeden Fall mit dabei. Wie kommen wir da überhaupt hin? Mit dem Zug. Ui, toll. Brixie fährt Zug. Was ist ein Zug? Was ist ein Zug? Das ist ein Verkehrsmittel. Lass dich einfach überraschen. Weiß das auch nicht. Natürlich weiß ich, was ein Zug ist, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Weiß das nicht. Schöner Koffer übrigens und das ist auch mein Stichwort. Ich gehe jetzt aufpacken. Du weißt es nicht. Er weiß es nicht. Die Pyramiden von Gizeh, die große Mauer von China, der Berliner Flughafen. Ab heute kommt noch ein weiteres Großbauprojekt der Geschichte dazu, nämlich der Bau der Lego Titanic. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Ich bin jetzt auch zu faul, hier bis vor die Kamera zu gehen. Kauft sie euch selbst. Also nicht die Kamera, sondern die Lego Titanic. Die Kessel leuchten. Sieht ganz schön aus und wenn man sich das Ganze dann auch noch im Dunkeln vorstellt, mit Sicherheit auch sehr schick. Ja, auch diesmal wieder viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ihr seid richtig, ich bin nicht Bob der Baumeister, aber ich dachte mir, ich ziehe mich mal vielleicht etwas passender für eine Werft an. Auch loslegen.
War da was? Autsch! Was? Hallo? Wer redet hier? Ich. Wer ist ich? Hier oben. Wo hier oben? Also auf dieser Seite, wie man sieht, leuchten schon mal alle 9. Und Was soll das? Was ist los? wo wollen wir denn hin? Nirgends? So, nirgends. Hasi. So, Dankeschön. hat's ja hier besser geklappt. Ja, hier sieht es gut aus. Ich denke, man kann sehen. Ui. Das geht ja ab. Ja, gut gemacht. Was war das gerade? Es hat sich, wie sich gezeigt hat, nachdem ich mir die Tüten im Vorfeld schon genauer angeschaut habe, ein Problem und ein Rätsel ergeben. Und beides können nur die Firma Lego aufklären. Ich möchte eine andere Farbe. There are some things you cannot change. There are some ways you cannot play. There are some thoughts you cannot tell. You can hold out every day. Tonight you will not sleep at all. Someone inside you have will roll How far can you run in the dark? until you crash into a wall. Okay, was ist dann los? Ich hätte gerne einen Namen. Sehr gut. Super. Brexit? Er hat hier eine weibliche Stimme. Dieses Mal. Was soll das? Was? Danke.